Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dogge aus Hamburg, aber aktuell auf Sylt. So, heute möchte ich euch einen der besten günstigen Düfte ever vorstellen. Ja, ihr hört richtig, ever. Warum? Also normalerweise ist es ja Bentley for Man Intense. Das ist so ein geil günstiger Top-Duft. Aber der wird jetzt nicht geschlagen, aber jetzt kommt ein Duft von David Beckham. Ja, ihr hört es von David Beckham, wo ich normalerweise Düfte, ja, nicht wirklich kenne. Und ich habe einen Duft, der heißt Beyond, glaube ich, und den benutze ich ja gar nicht und eigentlich nur mal so zu sprühen, wenn man es in bestimmten Räumen mal braucht. Ja, es hört sich hart an, aber ist so. Irgendwie sind die Düfte so an mir vorbei. Das ist auch nicht so unbedingt was für mich. Es sind Drogeriedüfte. Damit möchte ich Drogeriedüfte jetzt nicht schlecht machen, aber meistens ist es immer ja nicht so, es ist nicht immer wirklich was dabei. Aber nun kommt ein Duft und zwar Exquisite Leather von David Beckham. Und das ist einer der besten günstigen Düfte aktuell oder wahrscheinlich auch in ferner Zukunft oder aller Zeiten. Ja, und warum ist das einer der besten? Für 17,99 € habe ich bezahlt. Und ich muss schon sagen, Leute, das ist von allerfeinsten. Ja, muss man sagen. Also, was ihr erstmal hier bekommt, ist ein Lederduft und ein süßer Duft. Also süß-ledrig. Aber süß-ledrig, das wollen wir jetzt erstmal ein bisschen auseinandernehmen. Das gibt ja viele Düfte, die süß-ledrig sind. Was heißt viele? Ledrig ist so schwierig, immer auch bei mir. Also ich bin jetzt kein großer Lederfan, aber ich habe einige Düfte, die sind natürlich auch cool. Aber hier haben wir was richtig nice ist. Wir haben am Anfang eine Himbeere und ihr schaltet nicht gleich ab. Wir kommen hier jetzt nicht zu Tuscan Leather. Nein. Aber, ja, da kommen wir später zu. Aber wir haben hier auch noch Apfel und Kardamom. Kardamom merkt ihr und dann so ein bisschen die Himbeere, also wirklich fast kaum, finde ich, in meiner Nase und ich rieche gut. Und der Apfel. Irgendwie hat man da so eine Fruchtigkeit irgendwie drin zwischen den Kardamom, aber er ist schon süß. Es kann natürlich auch ein süßer Apfel sein. Dann haben wir wirklich Whisky. So, das ist cool. Wir haben die schöne alkoholische Whisky-Note, so ein bisschen Boozy-mäßig. Das heißt so ein bisschen, eigentlich schon ein bisschen mehr. Dann haben wir Jasmin, wir haben Moos sogar, wir haben Vanille, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall haben wir einen sehr komplexen, doch wenn man das Wort überhaupt komplex dass ich das überhaupt mal sage, in einen Duft, der wirklich 17,90 € kostet bei Rossmann. Ich habe ihn bei Rossmann gekauft und dieser Duft, oder ich habe den ja bei TikTok das erste Mal gezeigt, das Video ging tatsächlich durch die Decke, also für meine Verhältnisse oder viral für meine Verhältnisse, was auf TikTok angeht. Ich bin da ja immer noch nicht so wirklich angekommen. Mal mache ich da was, dann mache ich wieder öfters, dann bin ich wieder weg. Ich mache jetzt im Moment, ja, regelmäßig, aber ich bin da noch nicht wirklich angekommen, weil ich bin YouTuber, ich bin YouTube-Creator hier und das werde ich auch bleiben, weil das ist hier Arbeit, hier macht man wenigstens was und ja, haut da nicht oder ja, ich will das hier nicht aussprechen, knallt da irgend sowas hin und macht schnell, ne? Aber es ist trotzdem natürlich ganz cool, wenn ich mich da so ein bisschen reinfuchse, beziehungsweise endlich mal wieder drin bin, dann macht es ja auch so ein bisschen Spaß. Aber hier an erster Stelle für euch Jungs und Mädels und Frauen und Herren und so weiter, ne? Und einen komplexen Duft von David Beckham. So. Und dann kommen wir gleich zur Haltbarkeit. Ich habe also die Inhaltsstoffe alle so, sag ich mal, gehört. Und da sind noch mehr drin. Aber ihr riecht grundsätzlich was Süßes, Leder, Fruchtigkeit und Whisky-Touch. Geil. Absolut nice. Und jetzt kriegt ihr tatsächlich davon 7 bis 8 Stunden was von. Ich gehe jetzt allerdings mal runter, 5 bis 8 Stunden ungefähr. Vielleicht sogar bei manchen höher, weil jede Haut ist anders und so weiter und so fort. Und am meisten solltet ihr am besten auf die Klamotten sprühen. Und egal, ob ich das seit über 30 Jahren mache, wir wissen ganz genau, dass Parfüm einfach nicht unbedingt immer natürlich so gut ist. Und es sind Drogeriedüfte und man weiß nicht, wie die so hergestellt worden sind. Das weiß man natürlich auch bei vielen anderen nicht. Das weiß ich, egal ob teuer oder günstig. Aber lassen wir es mal hingestellt. Auf den Klamotten ist es so und so mal ein bisschen mehr oder länger und stärker. Und deswegen ja, haut das nicht so viel so auf die Haut. Natürlich könnt ihr das schon mal machen, aber übertreibt es nicht.
Und sage ich sonst selten. Und ich werde da nochmal ein separates Video zu machen, weil ich wollte das ja mal. Aber das ist immer schwer, da irgendwas drüber zu machen, wenn man ein Fan, ja, sag ich mal, ein Freak schon ist, der das über 30 Jahre macht und dann was über, sag ich mal, die Inhaltsstoffe oder Gesundheit von Düften erzählt. Ich muss das aber trotzdem mal machen. So. Aber trotzdem bleibe ich einfach, ist es meine Leidenschaft. Ne? Und wie gesagt, ich schweife mal ab heute, aber das ist ein so genialer Duft für 17,99 €, also 18 €. Da habt ihr einen richtig starken Duft und das ist einfach einer der besten in dieser Preiskategorie. Er fügt sich ein, er geht von 0 in den Charts, von 0 auf 1 oder 2. Kommt darauf an, es ist immer Geschmackssache, aber Leder, Busigkeit durch den Whisky, Fruchtigkeit ein bisschen, süß, komplex sogar. Vielleicht ist er ein bisschen synthetisch, so, aber weiß ich nicht, würde ich gar nicht so behaupten, er ist schon geil gemacht und ich habe den nicht mehr im Kopf, ich habe den auch nur einmal getestet und das in einer Parfümerie. Ich habe irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Und zwar von diesen hier. Und ich habe das nicht mehr so wirklich im Kopf. Das kann sein, ist mir aber egal, weil, ja, ich habe diese andere Version. Die Ombre Leather ist die Nummer 1, das Original. Punkt. So, und das andere, ja. So, aber hier Exquisite Leather von David Beckham. Ich muss eigentlich gar nicht mehr sagen, ihr solltet den auf jeden Fall mal testen. Geht mal nach Rossmann. Vielleicht steht auch woanders. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn bei Rossmann geholt. Und für 18 € 50 ml könnt ihr nichts mit falsch machen. Mit guter Haltbarkeit. Und wirklich einen geilen DNA. Richtig schön lecker. Und ihr müsst ihn auch mal als eigenständigen Duft sehen. Nicht sagen, warum? Seht ihn mal als eigenständigen Duft für 18 € von David Beckham. Punkt. Absolut genial. So, schreibt mal runter. Kennt ihr den schon? Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Und bis zum nächsten Mal.